Hallo, ich bin Laura Leckamp von Datatec und spreche heute mit Oliver Boder von NI. Hallo Olli, schön, dass du heute da bist. Hallo Laura, freut mich hier heute bei Datatec sein zu dürfen. Worüber sprechen wir heute? Das Thema, was ich mir heute ausgesucht habe, ist die Ökonomie rund um die Entwicklung und Produktion von komplexen industriellen Systemen, welche in tiefen und mittleren Stückzahlen produziert werden. Also die sogenannte Total Cost of Ownership. Kannst du mir ein Beispiel für solche Systeme nennen? Ja, da würde ich gerne auf die NI Connect Keynote von diesem Jahr verweisen. Da hatten wir den Kunden Medical Microinstrumentation. Der hat in Rekordzeit einen hochkomplexen, hochinnovativen Chirurgieroboter, der mit Lebi und Compactrio gesteuert wird, auf den Markt gebracht. Und aus welchen Komponenten setzt sich die Total Cost of Ownership zusammen? Im Wesentlichen haben wir 3 Kostenblöcke, eigentlich bei jedem industriellen System, welches entwickelt und produziert wird. Da wären zum ersten Mal die Entwicklungskosten, also die Arbeit, die Entwicklungsarbeit, die ich reinstecken will. Die fallen einmal an. Dann zum Zweiten die sogenannten Produktionskosten, auf Englisch auch COGS, Cost of Goods Sold genannt. Die fallen mit jedem Stück, das produziert wird, an. Und dann drittens noch ein oft unterschätzter Kostenblock für das sogenannte PLM, das Product Lifecycle Management, also den Aufwand, den ich treiben muss, um das System über den entsprechenden industriellen Lifecycle, das sind typischerweise 10, 20 Jahren, von denen wir da reden, im Markt halten zu können. Zum Beispiel bei Technologie, Bauteile End of Life geht und ich die ersetzen muss und solche Dinge. Und in welchem Bereich, also eher weniger oder mehr Stückzahlen pro Jahr, macht der Einsatz von NI-Technologie Sinn? Ja, historisch kommt NI von der Stückzahl 1 oder ein automatisiertes Mess- und Prüftechniksystem. Hier reden wir typischerweise aber nicht von Mess- und Prüftechniksystemen, aber rein ökonomisch und technisch betrachtet bewährt sich der Ansatz typischerweise bei OEM-Kunden, die Stückzahlen von irgendwo 2.000 bis 2.000 Stück eines Systems pro Jahr produzieren. Und wo siehst du da konkret den größten Hebel von NI, um die Kosten zu senken? Das eine ist das Senken von Kosten. Da, wenn man wieder die 3 Kostenblöcke anschaut, ist meistens der erste Kostenblock, sprich den Aufwand, um das System zu entwickeln, der größte. Und das verteilt sich dann natürlich über eine sehr viel geringere Anzahl von Systemen. Also diese Zusammensetzung sieht ganz anders aus bei einem System, das ich 100 Mal im Jahr produziere, versus bei einem System, das ich 10.000 Mal im Jahr produziere. Aber neben der Kostenseite gibt es natürlich auch noch die Einnahmenseite. Also Stichwort Time to Market. Wenn ich es natürlich schaffe, ein hochinnovatives System als erster früher auf den Markt zu bringen, dann generiert mir das natürlich schneller Umsatz. Das ist ein sehr wichtiger Faktor bei solchen innovativen Systemen. Und dann kommt noch ein anderer Faktor dazu, sprich Stichwort Differenzierung oder Preis, den ich erzielen kann. Je innovativer und differenzierter mein System ist, desto höheren Preis kann ich damit erzielen. Und das sind für sehr viele Kunden in solchen Märkten dann sehr, sehr wesentliche ökonomische Faktoren. Danke, Olli. Ich denke, man sieht ganz klar, wer auf den Plattformansatz setzt, der spart nicht nur Entwicklungszeit, sondern gewinnt auch Umsatz und Zukunftssicherheit. Vielen Dank, Laura. Hat mich gefreut, heute bei Datatec über dieses Thema reden zu dürfen. Wenn Sie sich fragen, wie Sie Ihr Testsystem fit für die Zukunft machen, dann sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam eine Lösung für Ihre Anforderungen.